Herzlich willkommen zum Common Tutorial. Mein Name ist Markus Kammann, ich bin Account Manager bei der Common Software GmbH und ich führe euch durch das heutige Video. Um ein Projekt neu anzulegen, müssen wir zunächst die Software starten und uns im Anschluss mit unseren Benutzerdaten einloggen. Dann haben wir die Möglichkeit, ein Projekt neu anzulegen. Das funktioniert über Datei neu. Einmal ohne Vorlage und dann von Vorlage. Bei den Vorlagen können wir auswählen, ob wir diese lokal auf dem Rechner haben oder uns vom Server holen. Dazu vergeben wir zuerst einen eindeutigen Projektnamen, in unserem Fall heute mal Tutorial 1. Wenn wir dann auf Hinzufügen geklickt haben, kommt die Fehlermeldung bzw. der Hinweis seitens Common, dass wir das Projekt zunächst einmal initial speichern sollten, damit alle Funktionen zur Verfügung stehen. Wir haben hier jetzt gleich die Möglichkeit, das Projekt lokal zu speichern oder, wenn weitere Nutzer darauf zugreifen sollen, es auf dem Server abzulegen. So, nachdem das Projekt nun abgespeichert ist, sehen wir zunächst ein leeres Projekt mit den standardmäßigen 4 Fenstern, die da heißen Projektstruktur, Layout, Sichten und Ausgabe. Diese können frei konfiguriert werden. Das heißt, wir können diese verschieben oder wir belassen es einfach bei der Standardansicht. Kommen wir zum Hauptthema des heutigen Tages, der Modellkonfiguration. Dazu gehen wir über Einstellungen Modell. Sinn des Ganzen ist einfach, der Software mitzuteilen, was sie woran erkennt. Sprich, die Daten, die im weiteren Verlauf in die Software importiert werden, werden anhand des Modells erkannt und können dann je nach Kundenspezifikation weiterverarbeitet werden. Das Common-Modell unterscheidet nach Anlagen und Vorgängen. Diese sind miteinander verknüpft, wie man an diesem kleinen Pfeil erkennen kann. Wir wollen zunächst eine Anlage neu anlegen. Dazu haben wir die Möglichkeit, einmal hier oben auf dem grünen Plus bzw. per Rechtsklick direkt auf der Anlage. So, nachdem wir die Ebene A nun angelegt haben, wollen wir diese natürlich auch im Layout visualisiert haben. Dazu gehen wir in der Darstellung im Layout darstellen auf Ja. Anschließend können wir unter dieser Ebene noch eine weitere Ebene erzeugen. Und unterhalb dieser Ebenen packen wir uns jetzt mal das Objekt runter. Und auch hier haben wir wieder die Möglichkeit, unterhalb dieses Objekts ein Unterobjekt zu definieren. Somit haben wir uns eine Hierarchie angelegt. Standardmäßig sind in den Projekteigenschaften 8 Ebenen vordefiniert. Für unser Tutorial-Projekt haben wir jetzt 4 Ebenen, wobei die Ebene A einem Bereich entspricht, die Ebene B einer Station, das Objekt einer Komponente und das Unterobjekt einem Equipment. In einem realen Projekt könnten das zum Beispiel Arbeitskreise, Schutzkreise, Roboter und Roboterwerkzeuge sein. Da Common ja auch ein Tool zur Visualisierung ist, müssen wir nun festlegen, wie wir unsere Anlagen innerhalb der Software dargestellt haben möchten. In unserem Fall haben wir uns entschieden, die Ebenen A und B durch Polygone darzustellen und die Objekte und Unterobjekte durch Bilder. Bei den Bildern hat man die freie Auswahl, ob man dies sehr detailliert tun möchte, wie zum Beispiel durch den Hammer oder die Uhr oder was auch immer. Da sind die Entfaltungsmöglichkeiten sehr breit gefächert. Für das Tutorial haben wir uns aber auf den Kreis und das Viereck geeinigt. Um ein Bild für ein Objekt festzulegen, haben wir 2 Möglichkeiten. Zum einen können wir das manuell auswählen, indem wir in der Zeile Symbol Bildpfad den Pfad auswählen, oder aber, wenn man es sich einfacher machen möchte, hat man auch die Möglichkeit, das Bild per Drag and Drop auf das entsprechende Objekt zu ziehen. Hier kommt dann eine Besonderheit der Common Software zum Tragen, denn wie ihr bereits festgestellt habt, sind in dem Bildordner weitere Bilder in verschiedenen Farben hinterlegt, mit auch unterschiedlichen Namen. Diese Statusse durchläuft jedes Element im Laufe seines Common-Daseins und anhand der einzelnen Bildnamen erkennt Common, welchem Status es welche Farbe bzw. welches Bild zuordnen soll.